Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney, meine Lieben. Adventure Chronicles. Ja, letzte Part war ich ein bisschen freudig weg, aber hey. Das müsste ich ja schon vorgelesen haben. Dementsprechend. Ja, mal hier drin ist. Ups. Merkt dann noch gleich from behind, you said. That's right. As you can see from this print. Yes, good. So, Inspector, the handle of the weapon is clearly protruding from the victim's back. And you say this poor woman, Miss Green, remains in a critical conditions competence. Koma. Das ist Koma. Komatös. Ich weiß nicht, ob Koma liegt. I'm afraid. So, my lord. Yes, she's being training at Bart. Ich habe total nichts verstanden, muss man fairerweise sagen. I was hopeful that he'd come around before the trial started, so I could take a statement, but it wasn't to be. Also der hat gehofft, dass er noch vorher aufwacht, dass er eine Aussage macht. Yes, is indeed a pity. It would have been most illuminating to hear the victims when courting events. Luck is on your client side. Luck is on your client Seite. Also das ist auf eurer Seite. Wie sagt denn das schon wieder? On the second. Und. Andererseits mein Klient has been exciting unlucky, also andererseits hat mein Klient quasi sehr viel Unglück gehabt. Your force of tone is seriously undermined by tooth wide eyes, I'm afraid. Also das sehe ich nicht so wirklich in meinen Augen. Okay, das soll ich nicht vergessen. How are you able to state that with any certainty? Quite simple, also ganz einfach. Mein lernender Freund, because that is what the witnesses to the crime have. Das ist, was die Zeugen uns da zu dem Verbrechen gesagt haben. Yes, Inspektor Gregson mentioned witnesses yesterday, didn't he? Ja, aber sonst diese also erwähnend. Ich will das raussuchen, wenn er das schon auf den Chat erwähnt, dass die Zeit das gestern gesagt hat, oder nicht? That's right. One of them is a policeman. Einer von ihnen ist ein Polizist, glaube ich. From Scotland Yard. Das ist korrekt, ma'am. Then we must hear their testimony. Dann müssen wir ihnen seine Aussage anhören. The prosecution will of course call them to stand shortly it be the news. Also Staatsanwaltschaft wird das natürlich machen. Ihn dann ihn holen und ihn aussagen lassen. Nee. Warte, wait a minute, aber wartet mal eine Minute. 5 minute o'clock in, also 5 Uhr abends. 5 o'clock in the afternoon in the middle of the winter.
middle of winter. It would have been dark already. Vorabends war es auch mitten im Winter. War es da nicht dann dunkel? No matter how light be the fog have been, no one could have seen. I am unaware of the situation on your tiny island in the east. Unaware. Bin mir nicht bewusst, also ich bin mir die Situation eurer kleinen Insel im Osten nicht bewusst. But here in the capital city of Crazy, also in der Hauptstadt Großbritanniens, all many roads are illuminated in the night. I guess, also die sind dann quasi alle sind quasi nachts beleuchtet, auf gut Deutsch gesagt. The prosecution believes there would have been able light by which to witness this crime. Quite here in London was the first time in history making has completely unqueered the darkness. Also der quasi hier der Destination dann quasi Lichter aufgestellt für die, also Straßenbeleuchtung aufgestellt. Ja, das dann quasi der Fall ist. Which means we really need to hear those witness statements. Also dass wir mal hören, was die Zeugen zu sagen haben. If cold teachers get through the fog of the cross-examination, maybe will be too able. It seems the counsel for the defense is taking stock. Also der Verteidiger steckt hier fest. Machen wir weiter mit ihrer Aussage. Hätten wir schon die dritte Aussage vergeben? Sorry, aber hey. Vermut mal, dass da jetzt nichts Nennenswertes zum Beweisen gibt bei unserem werden Inspektor. Zumindest ist das meine nennenswerte Vermutung. Mal schauen, wie es dann danach weitergeht. Ist ein Natsumes Unterkunft. I think you'll find it's all there in the photography print of the crime scenes. Also ich finde das dann auf dem Foto. Here's a 3 bugs on the floor. Bücher an der Flur. That's right, miss. That's right, my lord. Second-hand books. They are irreparably damaged after falling in the snow. Of course, also sie sind irreparabel beschädigt, weil sie dem Schnee natürlich gefahren sind. Werde ich das also grob übersetzen. Das heißt nicht vorgesehen. Which means I think ich wieder immer verklickt habe, aber Details. His other land would have been free to wield a knife, for example. Also, in dem Land ist es halt frei. He's very clever, er ist sehr schlau, nicht? What did you, was meint ihr? He's made extremely hard for you. I thought that Mr. Natsume, he had his hand full with books, also macht das schon extrem schwer. Also, das schwer zu behaupten für euch, dass Mr. Natsume in der Folge hätte mit Büchern. He's managed to close the one avenue of escape we might have
that before we have knew it was here. You mean to say that the defendant was holding his belongings as... Bitte, wenn ich mir das nicht ernsthaft nennenswert, Gehörigkeit. He thrusts the knife into the woman's back. Das must be, so muss es gewesen sein, mein Lord, ja. Mann, aber ein bisschen ist das auch wirklich schwer zu untermauern oder jeweils anzugreifen oder irgendeinen Beweis vorzulegen, muss ich fairerweise sagen. The defendant apparently visits a second-hand bookshop on a daily basis. Was ist? Verdammt. Yes, ja, ich verstehe. A shop of old man. Warum old man in der Old English Literary? Ein Anfall alter englischer Literatur. I comment the accused on the lofty subject matter of this scholarly attentions. The block's room was stuck at floor to ceiling with close musty old books. Laden voller alter Bücher. Can you tell us more about the bookshop in question, please? Bitte könnt ihr uns mehr über den fraglichen Bücherladen sagen, Inspektor? Well, if I must, I'll have to ask you to look at the street map again, I'm afraid. Urban Books. Closest second-hand bookshop to the accused lodging. Und beschuldigten Ankunft ist platziert. Urban Books. A little place on the corner of Riera Road and Mershaw Street. Es ist irritierend, dass es dann da zugerechnet ein deutsches Wort dann drin ist. Es irritiert dann immer so sehr. Ich schreibe gerade nicht so wirklich auf Deutsch, muss man fairerweise auch sagen. Es ist, as it happens, the accused is really as it happens, the coast is currently living in lodgings on other side of Priya Road at the opposite end, which is mean it doesn't take a craven genius to work out the road he would taken home. Teilweise ist das wirklich zu schwer für mich zu lesen, richtig. Something like this. Okay, dann haben wir quasi die Information jetzt, wie er von dem Bücherladen nach Hause gegangen ist. Yes, I corner with your conclusion. Ja, warum bin ich auf Spiel gekommen, nicht auf Sinn? Das ist halt so eine der Fragen, die ich mir stelle. Ach, ich stimme zu ihrer Auskunft. Inspektor, the defendant would currently have passed the scene of the crime on his way from the particular shop. Also der
Zu, also dazu Verteidigende würde ich ja das sagen, also der Angeklagte. Da denke ich die bessere Alternative. Passierte die Verbrechensszene auf dem Weg nach Hause in dem besagten Shop. Naruhodo. I think that what the inspector just told us could turn out to be vital importance. Yes, I agree, da stimme ich zu. The most important point is that the inspector just made being books locations. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sagt, aber ich weiß jetzt nicht, was der Standort mit mir jetzt, obwohl das hat schon relatives damit zu tun. Standort. Ich nenne eher den Standort als die Location. Dürfte da relevanter sein, würde ich sagen. Also gehe ich jetzt mal davon aus, noch was für, wie mal sagen. Scroll kill detail in what you have just told the court inspector is the location of the bookshop. Ja, I couldn't agree more. Mehr wollte ich nicht so sagen. So, where is it exactly? What is it exact? Hey, are you winding in sunshine? Get good out. Okay. Oh, okay. Oh yes, yes, of course. Okay, das war... Ja, das war das Falsche. Aber meine ich... Das kann ich gerade gar nicht so wirklich... Aber das scheint dann ja, das hat hier gerade... Wait a second. Moment. Da muss ja dann jetzt halt wirklich was rausholen, so wie sich das anhört. Muss man mal fairerweise sagen. Muss man schon wirklich sagen. Das hat er ja gesagt. Hätte ich ernsthaft nicht drüber nachgedacht, fairerweise. Ja. Hey. Martin. Das muss ja der Name sein, weil der Bestand, was hat er damit zu tun? Inspektor Gregson, me? Yes, UFO. What was? Would you kindly add the name of the bookshop to your formal testimony, please? I believe it may be of a vital importance. Also könnte wichtig sein, maybe? Vielleicht wichtig. Oh, well, you know, I mean, yes, we could be a very important clue. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Very well knows that I can see it being of any great significance. But please revise your testimony according, Inspector. Yes, sir, my lord. Whatever you say, was auch immer ihr sagt. Could the man be any more sardonic? Den Satisfaction 2 wieder haben. Ich kann damit nicht einmal überhaupt generell irgendwas anfangen, muss man fairerweise sagen. Und ich da nochmal sicherheitshalber nach. So, the shop is called Bourbon Books. Da muss ich dabei gerade so an Whisky denken.
That's right, that's the closest second-hand bookshop to the Husert lodgings. And the crate from the back to the room. He would have gone right past the very spot where the incident took place. If you could just confirm one point, also ich kann jetzt einen Punkt bestätigen. Can we be sure that the defendant really did visit Bourbon Books on the day in the question? Ich will wirklich sagen, dass der Beklagte dann wirklich am fraglichen Tag dann dort war. Well, we haven't actually confirmed it. No, also wir können es nicht wirklich bestätigen. You haven't confirmed it? Why the devil? Warum zum Teufel nicht, Inspektor? Well, das Ding ist, the shopkeeper's gone on a trip. You see, left the morning after the incident to collect more stock, I'm told. Also der Geschäfteinhaber, oder ist ja auf einer Reise. Der hat das Geschäft nach dem Vorfall dann verlassen, um den Bestand aufzufüllen. So we haven't been able to ask the blog if the acoustic visit his shop on the day in question or not. So wissen wir nicht, ob er dann an dem fraglichen Tag da war oder nicht. Well, in the case, what did the defendant himself have to say about it? No Mal schon übersetzen lassen. Keine Erinnerung. Mhm. Was? According to the statement he made at the time, the accused has no recollections of where he did been. Of course he didn't. Natürlich hat er nicht. The block clearly has the head in the closed whenever he is walking about town. He claims just wanders in heavens. He claims he just wanders into whatever bookshops he happens to pass in and rarely notice the name. I should say the man ought to learn to look where he's going at the very least. Also er sollte lernen, wohin hingeht zu schauen. Just as I looked at Is irgendwas? Inspector, you may continue with your testimony. To ask for the help of the famous detective Sherlock Holmes to locate the defendant. I believe. Ihr habt doch Hilfe von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes in Anspruch genommen, um den Ort vom Angeklagten herauszufinden, glaube ich. Stuff and Nonsense, was das schon gar ist, Stuff and Nonsense. Zeuge Unsinn. So ein Schwachsinn würde ich ja sagen. Okay. That check in office that body. Wie da wichtig to dieser wichtig to watch just games and sticks his or in whether we asked him or not. Also er kam vorbei, ob wir fragten oder nicht. But according to what I have here, Mr. Jones was shown to the sense by Scotland Yard detectives. Well, that was nothing to do with me. Hat nichts mit mir zu tun. The lads at the sense must have known
without my permission, also das ging ohne mein Einverständnis. I tell him time and again, ich habe sie immer wieder gesagt. Whenever something happens, send word to headquarters. Ich habe da jedes Mal ein Wort zum Hauptquartier gesendet. Then follow your primal instructions. I see. If that matter gets his hands on my details, will be reading it in Ren's magazine next month. Also immer in den nächsten Monat in meinem Magazin. And you can bet your last passing that I'll be in there too. Strip it off my way of my hard work on the case. Yes, Mr. Scholz. No, Mr. Scholz, aren't you clever? Mr. Scholz says all the things I'll be getting. Inspektor. Aber was unser lieber Fund Six jetzt hat quasi zu sagen hat, Johnson Inspektor, das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.